Has anybody, well, I see a number of familiar faces. So, has anybody not heard me speak before? Hat irgendjemand mich noch nie gehört? You haven't missed anything, so don't worry. Du hast nichts vermisst. Those of you who have heard me speak, have you heard, did you hear me when Peter was my translator in Baden-Baden a couple of years ago? Yes. Yeah? So you know what to expect, right? So, ja, ich sage das mal, I say this in German. Ich bin also kein professioneller Übersetzer, ich bin mehr nur ein Freund von Rick und springe hier ein, das so gut zu übersetzen, wie ich das kann. Es ist nicht mein Metier und der Paro, also ist auch ein Freund, wird das morgen und übermorgen machen und sie ist richtig gut. Ich versuche nur mein Bestes hier. Und wenn irgendjemand so ein Wort oder eine Redewendung besser kennt als ich, fühl dich frei, hier mich zu korrigieren. Ich habe da keine Investition, unbedingt das richtig zu kriegen. Ich will nur gern den Sinn von was Rick rüberbringt, auch so gut wie möglich übersetzen. I have no idea what he said. I just said I'm going to do my best. Please give me a break. We'll give him a break. So if anybody feels they can translate better, just chime in and speak up. So do it. Ja, wenn jemand das besser weiß, please, fühl dich frei. Ne? So I'm going to talk about all there is. Ich spreche jetzt über alles, was existiert. And you know, there are a lot of other names for it. Sometimes it's called oneness. Es gibt so viele Namen dafür und manchmal heißt es also Einheit. Sometimes source. Die Quelle. I've heard that Karl Renz is called an underwear. Karl Renz nennt es Unterwäsche. But all there is, we'll call it all there is for now, because I want to make a point. Aber für jetzt werde ich mal nur all there is, und das heißt also alles was ist, benutzen. And the point is that there's nothing separate from all there is. Und das Besondere daran ist, dass es nichts gibt, was anders ist als alles, das ist. Nichts, das separat ist. And there's nothing outside of it. Es gibt nichts, das an der Außenseite ist. It includes everything. Es einbegreift alles. That means every thought, every emotion, every idea is included in all there is. Das heißt also, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Idee ist innerhalb allem, was ist. Every product of our senses, every sight, every sound, every smell. Jedes Produkt unserer Sinne, jeder Klang, jedes Gespür, jeder Geruch. So there's nothing outside or separate from all there is. So es gibt nichts, das außerhalb dessen ist von allem, was ist. And that means even the idea that you're an individual. Und das heißt sogar die Idee, dass du ein Individuum bist, is included in all there is. Ist innerhalb dessen von allem, was ist. And that even includes the idea of space. Das beinhaltet auch die Idee von Raum. And the idea of time. Die Idee von Zeit. It's all included in all there is. Es ist alles einbegriffen. All there is just that. Alles was ist genau das. So when we start to talk about the idea that I did something or you did something or this person did something to me, it's all included in this all there is.
So, wenn wir darüber sprechen, dass ich was gemacht habe oder du hast was gemacht, es ist alles einbegriffen in der Idee von allem, was ist. And that's what you are. Und das ist, was du bist. It's very simple. Das ist ganz einfach. There's absolutely nothing outside of you. Es gibt absolut nichts, das an der Außenseite von dir ist. There's nothing missing, Es gibt nichts, das fehlt, nothing to get, nichts zu bekommen and no one to get it. und niemand, der es bekommt. So I guess you can all go home now. So, jetzt können wir alle nach Hause gehen. Es war schön, euch zu treffen. Thank you, Rick. It's okay. It was a good time. And yet, despite this simplicity, I mean, complete and utter simplicity, Und trotz dieser Einfachheit und wirklich kompletten Einfachheit the world seems so complicated. scheint die Welt so kompliziert zu sein. Every idea, every emotion is thought to have some kind of independent reality. Jede Idee, jedes Gefühl scheint eine unabhängige Realität zu haben, unabhängige Wirklichkeit. But these ideas and emotions simply arise within this all there is. Aber diese Emotionen, diese Gefühle steigen einfach hoch, die kommen einfach hoch in all dem, was ist. They are not owned by anyone. Die gehören niemandem im Besonderen. They are not happening to a separate individual. Die passieren nicht zu einem separaten Individuum. Because there's all there is, there's nothing that can be separate from that. Weil alles, was ist, da gibt es nichts, das außerhalb dessen ist. And yet there's this belief, a very powerful belief, that the idea of all there is, the idea of a separate individual, is real. Und doch ist dieser Glaube, der Gedanke, dass es ein separates Individuum gibt, dass das eine wirkliche Wirklichkeit, dass das eine Wirklichkeit ist. And as soon as it's believed, as soon as that belief, now think, let me step back. What is a belief? A belief is just a thought that is given the idea that it's something real outside of that thought, that it pertains to something outside. Was ist ein Glaube? Es ist nur eine Idee, dass etwas außerhalb von dem ist. Ja, I think I got it. Ein Glaube ist offensichtlich die Idee, dass etwas außerhalb dessen ist, woran man oder wer oder woran man whoever you. Oh no, this is. Let me say it a different way. Okay, thank you. A thought arises that I am doing something. So ein Gedanke kommt hoch, dass ich etwas mache. And another thought related to that is that I really believe that I am someone. Und der nächste Gedanke, der dann damit kommt, ist, ich glaube wirklich dran, dass ich jemand bin. That belief is nothing more than a thought that's given the idea of an independent reality. Diese Idee ist nichts mehr als ein Gedanken, dem man eine unabhängige Realität zuschreibt. And from that little belief, the entire world forms. Und von diesem kleinen Gedanken und Glauben formt sich die ganze Welt. I get up in the morning. Ich stehe in der Früh auf. In fact, I try to get up, but another part of me wants me to stay asleep. Wie es wirklich ist,
ich versuche aufzustehen, aber ein anderer Teil von mir würde gerne noch schlafen bleiben. And the two parts are fighting with each other about who's going to control this body. Und die zwei Teile, die kämpfen miteinander, wer jetzt diesen Körper kontrollieren wird. These are just ideas occurring to no one. Das sind nur Ideen, die in niemandem hochkommen. The entire world of appearance is happening in the eternal present. Die ganze Welt der Erscheinungen passiert in der ewigen Gegenwart. There's something we call memory. Es gibt was wir also Erinnerung nennen. And what's memory but just a thought that's believed to refer to something independent reality and something called the past. So was ist Erinnerung? Could you say that again? Yeah. So the idea of time is just a thought, and that thought is believed to refer to something independent reality in the past. So die Idee von Zeit ist nur ein Gedanke, der sich zu etwas bezieht, das in der Vergangenheit passiert ist. The past is just a thought. Die Vergangenheit ist nur ein Gedanke. And how can it have any independent reality when we're talking about all there is? So wie kann das eine unabhängige Wirklichkeit haben, wenn wir darüber sprechen, über alles, was ist, sprechen? So the past is just an idea arising in the eternal present. So die Vergangenheit ist nur eine Idee, die in der ewigen Gegenwart erscheint. The future is of course equally unreal, also an idea arising now. Die Zukunft ist auch nur eine Idee, die jetzt auch in der Gegenwart hochkommt. Even the idea of separation, of individuals, separate individuals, is an idea that's arising now. Sogar die Idee von separaten Individuen ist nur eine Idee, die jetzt in der Gegenwart erscheint. It's all arising in the all there is. Und das alles kommt hoch und erscheint in diesem allem, was ist. There's seeing, there's feeling, there's hearing, but it's all arising in the eternal now. So es gibt das Sehen, das Fühlen und das Empfinden und das alles kommt nur in der ewigen Gegenwart hoch. And it's arising to no one. Und es erscheint niemandem. So does somebody have any questions? Hat jemand eine Frage? Or does nobody have any questions? Hat niemand eine Frage? Yes. How does all this knowledge change my daily life? Wie verändert dieses Wissen mein tägliches Leben? That's the beautiful simplicity of this. There's no change at all. Das ist diese schöne Einfachheit dessen. Gibt es überhaupt keine Veränderung. See, all this arising is already happening. And it will, and it is happening, and it is happening, it's always happening. And nothing changes it, nothing need change it. In fact, really nothing is happening because it's all arising in this present. So life goes on. Kurzfassung ist, So, Life goes on, das Leben geht weiter und alles erscheint in dem, was ist. so, knowing this doesn't change the fact that the Rick story is taking care of people as a doctor. So das zu wissen, das ändert nichts an der Tatsache, dass Rick immer noch ein Arzt ist, der also für Leute sorgt, für Menschen sorgt. And the seeing is still there. It seems like they're separate people. Das Sehen ist noch da, es scheint so, als ob es separate Individuen gibt.
There even seems like there's an individual named Rick. Es scheint sogar, als ob es ein Individuum Rick gibt. And yet there's no belief in the independent reality of that. Aber da ist kein Glaube oder keine Identifikation mit dieser Realität. And that changes absolutely nothing. Und das ändert eigentlich gar nichts. So, or everything, exactly. So it seems that Rick makes plans. It seems that he plans into the future. So scheint so, als ob Rick Pläne macht in die Zukunft. But there's a knowing beyond that none of that really matters. Aber da ist ein Wissen, das beyond that, jenseits, dass das eigentlich keinen Unterschied macht. So life goes on very simply. So das Leben geht weiter sehr einfach. And there's a lightness about it. Und mit einer gewissen Leichtigkeit. But nothing particularly changes. Aber es ändert sich eigentlich nichts. Yes? Warum fällt es mir und anderen so schwer, das Böse in der Selber und auch außerhalb, dass ja nichts auch passiert? Ein bisschen lauter bitte. Warum fällt es mir und einigen anderen Menschen so schwer? Why is it so hard for me or some other people? Das Böse in mir und in anderen und um mich herum, das Teuflische, was ja passiert, offensichtlich zu akzeptieren. But why is it so hard for me or others to accept evil that happens around me? Und wie geht er damit? And how do you deal with that? The first thing that you said, everything flows from that. How can I accept that? So, das Erste, was du gesagt hast, von dem, wie kann ich das akzeptieren? When there's a belief in the individual, all the problems start. Dort, wo der Glaube an das Individuum ist, von dort fangen alle Probleme an. Because then that individual is never perfect. There's always something missing. Denn dieses Individuum ist nie perfekt, da fehlt immer irgendwo etwas. And of course the rest of the world is not perfect either. Und natürlich, der Rest der Welt ist auch nicht perfekt. And of course then there's a lot of work for that individual to do. Und dann gibt es viel zu arbeiten für das Individuum. He's got to remake the world, he's got to stamp out evil. Er muss also die Welt wieder erschaffen und das Böse, das Böse bekämpfen. And that work never ends. Und diese Arbeit, die hört nie auf. So you better go get started. So, fängst am besten gleich an. No, I don't want to make fun of it because there is a lot of suffering attached to that idea when that idea is believed. Ja, ich will da keinen Spaß machen, aber weil es wirklich, da gibt es viel Leiden aus dieser Idee, dass das Individuum existiert, entsteht viel Leiden. Now, it's possible for those ideas to still arise without their being believed to mean anything about an individual. So ist es möglich, dass diese Ideen immer noch erscheinen, aber das Individuum ist nicht davon beeinträchtigt. And then the story can continue. The apparent individual, might still attempt to save the world. Und die Geschichte kann sich dann auch so weiterentwickeln und augenscheinlich wird dieses Individuum immer noch versuchen, die Welt zu verändern. But beyond the activity, there's a surrender, an acceptance of what is. Aber jenseits dieser Aktivität ist eine tiefe Akzeptanz von dem, was ist. But as long as there is a belief that there's a separate individual, that acceptance never comes. Because the individual, the quotes individual, can never accept anything. Aber solange dieser Glaube an das Individuum existiert, ist es nicht möglich, da frei zu werden von diesem
von den Glaubenssätzen. Yes. Ja, ich habe eine Frage in Bezug auf Krankheit. I have a question regarding disease. Yeah. Also oft, wenn ich es psychotherapeutisch anschaue, dann sehe ich ja die Krankheit manchmal auch als Resultat von der Vergangenheit. So if I look at it, especially psychologically, I can see that disease often is a result of the past. Wenn die Vergangenheit nicht existiert, dann existiert ja die Krankheit auch nicht. So if the past does not exist, then illness also does not exist. Well, the idea of a past exists. And in the eternal now, everything seems to have flown from the past to now. So die Idee der Vergangenheit existiert und es scheint so, dass alles in der Gegenwart aus der Vergangenheit kommt. So when it's realized that the past is only a thought, So wenn man wahrnimmt, dass die Vergangenheit nur ein Gedanke ist, the idea of disease also is a thought. dann ist die Idee der Krankheit auch nur ein Gedanke. It exists, but it's happening to no one. Es passiert, aber es passiert zu niemandem. Ja, aber nur das Wissen darum nützt manchmal nicht, also auch wenn ich das so ansehe, trotzdem ist der Schmerz da oder... So it doesn't really help because there will be pain. Und natürlich ist auch nicht da. Also, ja. Well, pain arises, and pain will apparently always be. So der Schmerz kommt hoch und wird auch, so wie es scheint, den wird es immer geben. But the suffering is, pain is happening to me. Suffering different than pain. Aber das Leiden ist die Idee, dass dieser Schmerz mir passiert. Und Leiden und Schmerz sind zweierlei Dinge. Let me make it more personal. And lately, I've been having shortness of breath. Also ich mache das jetzt etwas mehr persönlich. Jetzt seit einer kurzen Zeit habe ich immer so Schwierigkeiten mit meinem Atem, so kurzen Atem. When the idea that this is something happening to me arises, wenn so die Idee hochkommt, dass das etwas ist, was zu mir passiert, and when there's a belief that that's true, und wenn ich glaube, dass das wahr ist, the fears happen. What's going to happen to me? dann entstehen die Ängste, was wird jetzt mit mir passieren? Is the shortness of breath going to continue and continue? Wird dieser kurze Atem jetzt immer weitergehen und weitergehen? Am I going to die not being able to breathe? Werde ich sterben, so, wenn ich also nicht atmen kann? Horrible thoughts. Das sind also wirklich grausame Gedanken. And yet, the shortness of breath can be seen as a gift. Und doch kann Schwierigkeiten zu atmen, kann das auch ein Geschenk sein. How precious every breath is. Wie wertvoll jeder Atem ist. How it just focuses you and reminds you of how precious life is. Wie es dich auch so fokussieren kann und dich daran erinnern kann, wie wertvoll das Leben ist. So is this disease or just life happening? So ist das jetzt eine Krankheit oder ist es nur wie das Leben jetzt gerade passiert? Yes. Ich habe dazu neulich was Gutes gelesen. Und zwar ist es da, wir können das Negative nie bekämpfen, weil dann wird es noch größer. I just read something really good recently, that we cannot really fight with the negative
because it only gets bigger. Sondern wir sollen uns einfach nicht so stark darauf konzentrieren. Das Negative wird immer da sein. Aber wir sollen es nicht bewerten als negativ. So not to see it as negative, because it will always exist. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, aber wie ist es dann mit unserem Schatten, den wir doch anschauen sollen? Ja? So then the question came up for me, how is that with the shadow side? Also wir sollen ihn ja anschauen. That we actually should look at or integrate. So what we speak about here is a description of what is. So über was wir jetzt hier sprechen, ist eine Beschreibung dessen, was ist. There's no prescription in that. Es gibt da keine Verschreibung. There's no requirement for people to see things this way. Es gibt da keine unbedingte Verpflichtung, dass jemand das so sehen sollte. And in fact, there's absolutely no one who can do anything about any of this. Es gibt da auch niemanden, der da irgendetwas damit machen kann. If it should arise that this is seen through, Wenn das erscheint, dass man das erkennt und so sehen kann, that's pure grace. das ist einfache Gnade. And even if it shouldn't arise that this is seen through, if the struggling seems to continue, Und sogar wenn das nicht passiert und das Kämpfen oder der Kampf damit weitergeht, that's also grace. auch das ist Gnade. There's no one who can do anything about any of this. Es gibt niemanden, der irgendwas über irgendwas machen kann. And yet in that helplessness, in that utter helplessness, Und in dieser kompletten Hilflosigkeit, surrender can happen. da kann also so eine tiefe Hingabe passieren. And then the helplessness becomes joy. Und dann diese Hingabe und diese Hilflosigkeit wird zur Freude, Happening to no one. die niemandem im Besonderen passiert. Seine Kurzatmigkeit zu tun hat und mit den Ängsten, wo er weiß, was als Arzt es bedeuten kann er dann gleichzeitig in diesem Bewusstsein alles sein und passiert ist. So when Rick sees his shortness of breath and also knows from his medical point of view what the reasons and results of that could be, how can you be knowing that also in the place of all is one? So the thoughts still arise. Der Gedanken kommt hoch. And as a medical doctor, there are even more thoughts. There are even more complicated thoughts. Und als Mediziner, da kommen sogar mehr Gedanken und noch mehr komplizierte Gedanken. Probably a lot worse than anybody else's thoughts. Wahrscheinlich schlimmer als jemand anderes Gedanken, die Gedanken von jemand anderem. And sometimes associated with these thoughts is fear. Und manchmal hängen mit diesen Gedanken dann Ängste zusammen. And sadness and despair. Und Trauer und Verzweiflung. And yet also there's this knowing that it's happening to no one. Und zur gleichen Zeit ist auch das Wissen, dass das niemandem passiert, dass es zu niemandem geschieht. So in this moment, right now, this eternal now, which is the only moment, So in diesem Moment, jetzt in diesem ewigen Jetzt, der einzige Moment ist, those other thoughts are not, they're memories. Sind diese anderen Gedanken, so kompliziert sie auch sind nur Erinnerungen. Is there any reality to those feelings that I supposedly had in the past?
Gibt es da irgendeine Wirklichkeit und Substanz zu diesen Gefühlen, die ich in der Vergangenheit hatte? In this moment there's only joy. In diesem Moment gibt es wirklich nur Freude. And that shortness of breath is a precious reminder of life. Und diese Schwierigkeit zu atmen ist ein sehr precious, wertvoller, es erinnert mich an den Wert, gerade am Leben zu sein. Ist das separate Individuum das gleiche als ein Individuum? Yeah. I mean, the definition of an individual includes being separate. Ja, die Definition sagt, dass das beinhaltet, dass es ein Separat ist. I was thinking of the German author. He went on a mountain and he had this feeling of all is one. And he realized that. So, ich habe an Goethe gedacht, also einen deutschen Schriftsteller, und der ist auf den Berg gestiegen und hat dann erkannt, That all is one. dass alles eins ist. Then he realized, of course, he won everything, but at the same time he lost everything. So, dann hat er auch erkannt, dass er alles gewonnen hat, aber auch zur gleichen Zeit alles verloren hat. Then I wonder if it's not a kind of dualism. It's not, say a little louder. A kind of dualism. A dualism. Uh-huh. That on one hand we realize all is one, and then because of this, realizing that all is one, and that is the reality, that it cannot be, that there is anything individual. So, Sagst du es nochmal? Der war sehr schön. So, dass wenn man also realisiert, dass alles eins ist, dass man aufgrund dessen dann schlussfolgert, dass wenn alles eins ist, können die einzelnen Dinge nicht existieren. Das ist also praktisch ein Dualismus, der letztendlich hinter diesem Gedanken steht. And then I ask myself, if it's not possible to think in categories of sowohl als auch, this is true and this is also true, why couldn't it be that all is one, but still individual existence? So when if you say it in German, you're much better. I like it, but also, dass vielleicht ein dualistisches Denken dahinter steht, dass wenn wir erkennen, alles ist eins, wir schlussfolgern, dann kann es das Individuum nicht existieren. Aber vielleicht ist beides auch wichtig. Es ist sowohl das eine als auch das andere. okay. yeah. So, People think there is only multiplicity. The other said there is only one. Maybe both are true. yeah. So, whatever arises in this present moment is truth. Was immer so in dem gegenwärtigen Moment erscheint, ist die Wahrheit. There's nothing unreal about the feelings or ideas that arise. Es gibt nichts Unwirkliches in diesen Gefühlen oder Ideen, die erscheinen. They just have no independent reality outside of what is. Die haben nur keine unabhängige Wirklichkeit außerhalb dessen, was ist. So actually, the beauty, the beautiful simplicity of this So diese schöne Einfachheit dessen is that in the realization of oneness, ist in dieser Erkennung dieser Einheit nothing changes. ändert sich gar nichts. Life goes on. Das Leben geht weiter, The thoughts still arise. die Gedanken kommen hoch, The eyes seem to see individuals. die Augen scheinen Individuen zu sehen And the individual life seems to go on. und das individuelle Leben scheint weiterzugehen. You know, I think sometimes people get the misconception
that enlightenment brings this kind of unified vision. So, es scheint zu sein, dass viele Menschen eine unklare Idee haben von Erleuchtung, dass das so eine vereinende Vision gibt. That all individuals disappear. Dass alle Individuen verschwinden. And in actuality, nothing changes about your senses. Aber in Aktualität ändert sich gar nichts über deine Sinne, oder ändern sich deine Sinne gar nicht. Everything is accepted completely and openly. Alles ist komplett und offen akzeptiert. Including seeing individuals, apparent individuals. Und das schließt auch ein, dass es also Individuen gibt. But there's a knowing that all is not as it seems. Aber es gibt ein Wissen, dass alles nicht so ist, wie es scheint. But a complete acceptance of everything the way it is. Und eine komplette Akzeptieren, die komplette Akzeptanz von allem, was ist. Yes. So it seemed to me to be a contradiction that you were announced as a specialist of anti-aging. So you can say it, sure. Es scheint wirklich ein Widerspruch zu sein, dass Rick als Anti-Aging, wie sagt man da, also das nicht älter werden, er wurde announced, angemeldet wurde oder als jung bleiben. Yeah. So in reality, actually, I take care of cancer patients than do anti-aging. In der Wirklichkeit arbeite ich mehr mit Krebskranken als mit dem Anti-Aging. But it's the same idea. There's absolutely no contradiction. Aber das ist die gleiche Idee. Da gibt es also wirklich überhaupt keinen Widerspruch. Remember, life just goes on. Das Leben geht einfach weiter. It seems that Rick acts as if he's a separate individual that has something to offer his patients. Es scheint so zu sein, dass Rick ein separates Individuum ist, der seinen Patienten etwas anzubieten hat. And that continues. Und das geht weiter. What's different is there's no investment in the outcome. Das, was wirklich anders ist, da ist keine Investition, wie das jetzt sich entwickelt. There's an acceptance that many of my patients will die. Da ist ein Akzeptieren dessen, dass viele meiner Patienten auch sterben werden. And yet that doesn't change the intensity of apparent effort to save their lives. Und das ändert auch nicht die Intensität meiner Anstrengungen, diese Leben zu retten. It's same thing I told that gentleman when he said he felt like there's evil in the world and he has so much work to do. Das Gleiche, was ich dem Herrn gesagt habe, der glaubt also, dass das Böse in der Welt ist und was man da machen kann damit. Even if there's knowing, even with the knowing that it's exactly the way it's supposed to be. Sogar mit dem Wissen, dass es genau so ist, wie es sein soll. There can be tremendous and passionate effort seemingly to try to make things better. Da kann also eine konzentrierte Anstrengung sein, Sachen besser zu machen. Just life goes on. That's how simple it is. Das Leben geht weiter. Das ist einfach so einfach wie das. There seems to be this idea, this belief that without the belief in the individual, somehow life will suddenly just stop. Ja, da hat man so die Idee, dass ohne dem Individuum das Leben auf einmal aufhören wird. If I don't force myself to go to work in the morning, I'll just sleep all day. Wenn ich mich nicht also wirklich zwinge, zur Arbeit zu gehen, dann werde ich den ganzen Tag nur schlafen. And yet, what happens in the morning? Aber was passiert am Morgen? There seems to be somebody getting up and showering and doing things without even anybody telling them to. Da scheint jemand aufzustehen und all die Sachen zu machen, ohne dass irgendjemand denen etwas sagt. And when we look closely at it, it's actually a story created out of a thought that we call memory.
Und wenn man genauer hinsieht, ist es eigentlich eine Geschichte, die aus der Erinnerung gebaut wird. I got up this morning. I took a shower. I didn't really want to. I was kind of whatever. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe dann die Dusche genommen, wollte eigentlich wirklich nicht. These things happen without the story or with the story. It's the same. Und diese Sachen passieren mit der Geschichte oder ohne der Geschichte. Auf die Frage, ob sich etwas in deinem Leben geändert hat, die vor einer Weile kam, hast du geantwortet, nichts und zum Schluss alles. Mein Gefühl war, dass du der Antwort der Frage ausgewichen bist. When there was the question earlier on, if there was any change in your life, you said nothing changed, and later on you said everything changed. Right. But his feeling is that you might have avoided the question. Mm-hmm. Well, that's because the question has no answer. Let me try to be more specific. Das ist, weil diese Frage eigentlich keine Antwort hat. Und ich versuche das noch ein bisschen zu. So, I'm going to tell a little bit of the story of Rick. So, ich werde eine kleine Geschichte von Rick jetzt erzählen. So, this Rick character was very compulsive. So, dieser Rick war sehr zwanghaft. Worked hard at everything. Hat also an allem richtig hart gearbeitet. And just was accumulating sort of medals to pin on himself. Und hat also Medaillen und Orden gesammelt. Successful doctor. Ein richtig erfolgreicher Doktor. Successful family man. Ein erfolgreicher Familienvater. Successful athlete. Ein erfolgreicher Athlet. And there was no amount of work that was too much to sustain all those medals. Und da gab es also keine Grenzen, wie viel ich da arbeiten konnte, um diese Medaillen zu gewinnen. And then one day Rick got cancer. Und eines Tages hat Rick Cancer. And was facing death. Und hat dem Tod gegenübergestanden, ja, Krebs. And this facing death just ripped all the medals off. Und dieses dem Tod gegenüberstehen hat alle Medaillen weggenommen. And every way in which Rick defined himself was gone. Jede Weise, wie Rick sich definiert hat, ist weggefallen. And he seemed to sink into this pit, this terrible, horrible despair. Und es scheint so, als ob er in diesen Graben fallen würde von totaler Verzweiflung. Feeling was that it was up to Rick to save his life. Und das Gefühl war, dass das ist jetzt Ricks Verantwortung, sein eigenes Leben zu retten. My children needed me, my wife needed me. Meine Kinder brauchten mich, meine Frau brauchte mich. And yet I was so disgusted with myself for being sick that I didn't even want to live. Und ich war so enttäuscht von mir selbst, dass ich jetzt krank war, dass ich eigentlich nicht mehr leben wollte. And then one day, so there was no self-definition anymore. All these medals were gone. So, da war dann eigentlich keine Definition mehr von mir selbst, weil all diese Medaillen weg waren. I was like a formless puddle on the ground. Und ich war wie eine Pfütze ohne Form am Boden. And I heard Nadine speak, and he said, "Consciousness is all there is, and you are that." Und ich habe Nadine gehört, als er gesprochen hat und hat gesagt, das Bewusstsein ist alles, was ist, und du bist Bewusstsein. I had heard that before, but it never really sank in. Und ich hatte das zuvor gehört, aber das hatte eigentlich nie mich angesprochen.
But in that moment, it became clear that if consciousness is all there is, who is this Rick character trying to save his life? Aber in diesem Moment wurde mir das klar, also wenn alles so ist, wenn alles eins ist, dann wer ist dieser Rick Charakter und wessen Leben will ich das retten? If there's nothing separate from consciousness, how can this apparent separate individual have any effect at all on what is? Wenn es also nichts separat von Bewusstsein gibt, wie kann ich da irgendwie was machen, außerhalb von dem, was ist? And in that moment, there was an utter surrender. Und in diesem Moment war es eine totale Hingabe und surrender. And in the same moment, there was a recognition that there was no one to surrender to anything. Und im gleichen Moment wurde mir auch klar, dass es da niemanden gibt, zu dem oder nichts gibt, zu dem man sich hingeben kann. So if there was no Rick to surrender, the recognition was not that Rick disappeared in that moment, but there never was a Rick in the first place. So, wenn es dann keinen Rick gibt, der sich so hingeben kann, war es nicht nur, dass der jetzt da gerade nicht existiert in diesem Moment, sondern dass Rick nie existierte. So what changes when there's a realization that life was never the way you thought it was? Und was passiert, wenn da eine Realisation und eine Wahrnehmung ist, dass das Leben nie so war, wie du dachtest, es war? When an illusion disappears, is there a change or is there not a change? Wenn eine Illusion verschwindet, ist da eine Veränderung oder ist da keine? That's why there's no answer to the question. Also das war eine gute Einleitung zur Antwort. Also Eckhart Tolle beschreibt ja recht präzise, was sich verändert, wenn man wirklich erwacht. Und von Rick habe ich das jetzt immer noch nicht gehört. Ist immer noch so viel Angst und Neurose in der Rick-Story? Oder hat sich das geändert? Is there still fear in the Rick story or has it changed? There's still fear in the Rick story. In this moment, let's take a step back. The Rick story is seen as a story. Die Rick-Geschichte betrachte ich als eine Geschichte. And in this moment, there's absolutely no fear. Und momentan ist keine Angst. Any discussion of what might be going to happen or what did happen is just thoughts arising in this moment. Irgendeine Diskussion, die in die Zukunft oder in die Vergangenheit geht, sind nur Gedanken. So what is fear? So was ist Angst? There's not even a belief in the reality of a future. Da ist nicht mal ein Glaube an die Wirklichkeit der Zukunft. So where does the fear arise? So wo soll dann die Angst herkommen? Now, if we go beyond that and speculate, wenn man dann also weitergeht und zu spekulieren anfängt, we can do that as long as we recognize that there's no reality to the speculation. Das kann man machen, solange man also da auch sich dessen bewusst ist, dass es da keine Wirklichkeit zu der Spekulation gibt. We can speak about what might happen to the Rick character if the shortness of breath gets worse. Wir können darüber sprechen, was dem Rick-Charakter passiert, wenn diese Atemschwierigkeit schlimmer wird. Will there be fear? Wird es dann Angst geben? If the Rick character apparently sees himself dying, will there be fear? Wenn Rick sich selbst sterben sieht, wird es da Angst geben?
but it's pure speculation. Aber das ist nur eine Spekulation. It's speaking of something that we call the future and believing it has some kind of independent reality outside of this moment when there's none of that at all. Das ist, wir sprechen dann von etwas wie in die Zukunft, wo es eigentlich keine Realität dazu gibt. Also das Gefühl von geschicktem Ausweichen bleibt bei mir. Ich glaube, Rick kann sich erinnern, ob er in dem letzten Monat, den er erlebt hat, mehr neurotisch gehandelt hat oder liebevoller, als er das früher getan hat. Und er könnte uns das mitteilen. He has a skepticism that you might have, or Rick might have seen himself at times more neurotically or more lovingly in the last period of time, and maybe you could share that through the shortness of breath. Yeah, so you know the memories, the thoughts that we call memories, Die Erinnerungen still arise, and they still seem to refer to an individual called Rick. Die Erinnerungen erscheinen und die scheinen dem Individuum Rick zu passieren, zu ihm zu passieren. When we start to talk about them, though, as if there's a past that actually exists independent of the eternal now. Aber wenn wir darüber sprechen, dass die Vergangenheit wirklich existiert, unabhängig davon, von dem ewigen Jetzt, the world becomes very complicated. Dann wird die Welt wirklich kompliziert. When it's really very, very simple. Wenn es eigentlich richtig einfach ist. All of these ideas are occurring now. All diese Ideen, die passieren jetzt. And in this moment, that's the only reality. Und dieser Moment jetzt ist wirklich die einzige Wirklichkeit. Now that's not to say that there aren't discussions that take place. This is the only crazy place that we talk about this eternal now, right? Hier ist wirklich einer von den wenigen Plätzen, wo wir über dieses ewige Jetzt sprechen. So if we are to make these assumptions, if we're to assume that there's another world, or there are other thoughts, or there's a past, and there's going to be a future, yes, of course, all of these things arise. So wenn wir annehmen, dass es also eine Vergangenheit und eine Zukunft und all diese Dinge, dass die passieren, das kommt in diesem Moment auch hoch. So Rick could probably, in the Rick story, there's probably neurotic Rick, and there's probably peaceful Rick. So in der Rick-Story, da gibt es einen neurotischen, mehr neurotischen, weniger und einen liebevollen und friedlichen. Die sind alle Teil davon. But you can see how complicated life and the world becomes when we start to make these speculations. Aber man kann sehen, wie kompliziert es dann wird, wenn wir diese Spekulationen machen. The simplicity of this moment is all there is. Die Einfachheit in diesem Moment ist wirklich alles, was passiert. And in this moment there's absolutely no fear. Und momentan gibt es keine Angst. There's no death. Kein Tod. There's only what is. Nur das, was ist. Yes. Did your experience change the way you work with your patients? And if yes, in what kind practically? What changed? Well, what we talked about earlier, this no investment in outcomes. Die Frage war, hast du einen Unterschied gesehen, wie du mit deinen Patienten umgegangen bist? Und Rick sagt, was sich da geändert hat, ist, dass die Investition in was jetzt, dass das Resultat ist, gibt es nicht mehr. So there's an acceptance of what is. So there's a certain
peacefulness about all the effort. Da gibt es also jetzt schon eine Friedsamkeit oder Friedlichkeit zu diesen Anstrengungen. And I think with that, it's easier, the love is more easily expressed. Und damit ist dann auch die Liebe einfacher auszudrücken. Let's talk about now. You know, there appears to be all these individuals in the room. Lass uns mal über jetzt sprechen. And there's a knowing that there seems to be suffering. At least some of the individuals seem to be suffering. So, das sind also scheinen all diese separaten Individuen im Raum zu sein, und es scheint Leiden zu geben im Leben des Individuums. And there's a desire to relieve that suffering. Und da ist ein Wunsch, dieses Leiden zu vermindern. And there's just love. There's a sense of closeness and love that just feels like it pours out. Und das ist nur Liebe und Nähe, die einfach dann sich ausdrückt. And yet there's a knowing that there's no one here, no one who could really do anything to change that suffering. Und doch gibt es da auch ein Wissen, dass da eigentlich niemand hier ist, der dieses Leiden verändern kann oder vermindern kann. And yet it still goes on. Und doch geht es so weiter. As I said earlier, you know, there's nothing that I can give any one of you. Wie ich auch schon vorher gesagt habe, es gibt also nichts, das ich für irgendjemanden von euch machen kann. And yet we're all here. Und doch sind wir alle hier. It's a complete and utter mystery. Es ist ein komplettes Mysterium. Yes. So what brought you here then? What is it Why am I here? Standing up from this chair where you're sitting right now? I have no idea. So, warum bist du hier? Und ich weiß nicht. It's true. This is the mystery. Why? I mean, when you think of the story, why does an American doctor come to Europe once a year to talk to a group of people that he sees once a year, or some have never before? And why does that happen? I mean, it's insane. You know, it's crazy. Really, right? But it happens. It happens. What drives this? What brings people here? What, you know, attracts people? Why do some people leave? Why do some people come? You know, why do some people seem to resonate with certain talks and not with others? It's a mystery. It really is completely a mystery. And it's really just life flowing. It's this oneness, this all there is, expressing itself. And it can't be stopped. You know, that's this love that's pouring out that comes in the form of these apparent individuals. And this apparent individual, it just can't be suppressed. It just keeps flowing. And that's actually all of you. Whatever you're doing in life is an expression of this all there is. And it's an expression of love. You know, saving the whales, or, you know, being a psychotherapist, or a physician, or just painting, or whatever is being done. It's an expression of that love pouring forth. I'm sorry, I hit my No. Also, ich kann die Kurzfassung antworten. Das ist alles ein Mysterium. This is very difficult for me because I'm used to just talking. I think it's important that flow is nice. Yeah. I like to listen to that better than my interruption. So maybe that Rick character loves Germany. Maybe. You know, we can make a story about that. You know, we can. I mean, the story is actually, if you want to go back into the story, because I met Nadine, and then Nadine was doing satsangs in Germany, and he invited me to come along with him. And so, you know, that's how it happened. But, you know, it's just part of the story. I mean,
why did I meet Nadine, and why did this opening seem to happen, and what really changed? Was there anything that really changed? Life is a complete mystery, and yet, it's completely accepted. It doesn't need an explanation. In that moment when the surrender seemed to happen, there were no answers given. No answers at all. Got no answers. But all the questions just dried up. The questions dried up. The questions would disappeared. No questions anymore. Why do the questions disappear? Because life is perfect. When there's perfection and it's complete surrender, what's left to question? So you wouldn't ask yourself, is this karma or right? It doesn't matter. But that doesn't mean you have to stop. That doesn't mean that anything has to change. Life just goes on. It just goes on. And the love pours forth. And that love is always there. It's not always obvious. But the love is always there. In everything, in every manifestation of this oneness, of this all there is. I wish I could say it in German. I apologize. Der Verstand stellt viele Fragen, wenn man die abgestellt hat und die Antworten hat. The mind poses many questions, but when that is turned off, the answers arise by themselves. Yeah, or no answers, but it doesn't matter. It doesn't matter. The question, as long as the questions disappear, life is fine. Yes. One question that comes up, maybe everybody understands English. Maybe you could put the question if everybody understands English. Is there anybody who doesn't understand English? Na, gibt es jemanden, der gar kein Englisch versteht? Thank you very much. It was lovely. Es war so schön, mit euch zu sein. Ich streng mich hier an und wir verstehen alle das besser, als ich verstanden habe. So, I think everybody who didn't understand English left already. Except you. English is all there is. It would have been a good idea to ask that in the beginning. I enjoyed had so much fun. Right. It's good for the video, that's right. And I'm very glad to sit here with you. Thank you. This is actually been much more difficult, surprisingly, because when I first started doing satsangs, I really did them in Germany, and I was used to pausing and waiting for the translator to say something. And more recently, though, I've been doing them in the States. This is kind of new for me. But, it's obviously much easier for me. And I don't have to pause, so I just keep going. And actually, I felt very stilted at first. So, but I appreciate that people understand. I'm glad. So muss ich doch, please translate. Hat nur gesagt, er ist also mehr im Fluss, wenn er nur Englisch sprechen kann. Und dann diese Übersetzungen, das hemmt ein bisschen manchmal. Aber ich mache das jetzt so gut fließend, wie ich es nur kann, dass ich auch dann das weiter übersetze. Bei den meisten. Yes. Anti-Aging ist für mich ein Gedanke, den ich etwas naiv finde oder ernster gesagt, der nur aus einem Ego kommen kann. Wie kann jetzt in Rick es konfliktfrei sein, dass er nach wie vor Anti-Aging, also Energie in dieses Thema gibt und jetzt hier sitzt und sagt, alles ist eins? Well, he thinks anti-aging is a very egocentric kind of idea. And how can you be in that field saying all is one and anti-aging is part of that?
Well, actually, as I said, I don't do anti-aging. My main focus is treating cancer patients. Although my clinic, we do a lot of that. But, you know, it still fits with what we've been talking about, that life doesn't necessarily change. The knowing, you know, the clear seeing or the knowing of oneness can be consistent with sitting in a cave on a mountaintop talking to no one, or being a banker, or being a psychotherapist or an anti-aging specialist. It really doesn't matter. Life just goes on. And life goes on. All of these stories unfold. And it's not changed by one apparent individual seeing things clearly. And it doesn't necessarily even change in that individual, although there may be a different feeling about it, as we talked about it. There's less of a concern about outcomes. There's an acceptance, more acceptance of life. Was ist bestimmt? Eine Kurzfassung wäre dennoch gut. Ja, das fällt wieder in die gleiche Kategorie, dass also durch ein tieferes Akzeptieren ist das auch, was immer es ist es auch ein Teil des Ganzen und als solches auch wieder mit der gleichen Liebe und Leichtigkeit genommen. Also in meiner Wahrnehmung haben Rick und zum Beispiel auch Karl Renz ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Lehrern, die ich so kenne. Und das ist genau die Behauptung, dass die Erfahrung des Erwachens und des Lebens nichts miteinander zu tun haben und sich nicht beeinflussen. His observation is that the idea of awakening has nothing to do with life and does not really change anything. That's accurate because there's only oneness, and really nothing happens. Everything appears to happen without doubt, but nothing really changes. Nothing can change oneness. It's always oneness. So if in the story of life, in this apparent complexity, if one apparent individual wakes up, what's the difference? There's this idea, and that this idea is fervently believed. Seeking is the idea that something needs to change, and this needs to be some kind of understanding, and without that, there can be no happiness. But the reality is, life is made up of all of these stories, and some of these stories seem to lead to an awakening, and others don't. But they're all perfect. There's no one story better than the other, and no one story is more enviable than the other. Ja, dass alles perfekt ist, dem kann ich zustimmen und dennoch sehe ich in dir, oder was du sagst, eine Trennung. Also ich nehme eine Trennung wahr zwischen dem All-Einen und der konkreten Form. Ich sehe ja in dir Trennung, hier sitzt ja Trennung. Also ich kann sehen, dass du getrennt bist von vielen Fakten der Welt und dass du über die nicht sprechen willst oder die so merkwürdig abtust. Some sort of a separation. Die Trennung von was? Von dem einem einen und dem Individuum? Wir können ein einfaches Beispiel machen. Hier steht ein Rucksack neben mir, da ist ein Führerschein drin, da steht mein Name drauf. Wenn Rick nicht getrennt wäre, dann wüsste er, welcher Name da drauf steht. Ich glaube, er weiß nicht, welcher Name da drauf steht. Das ist it's Sounds terrible. Mir ist schon klar, dass er nicht behauptet, das lesen zu können. Warum ich das sage, ist nur, dass ich wahrnehme, dass er kein Interesse an dieser Welt der Getrenntheit hat. Und das schmeckt für mich tatsächlich wie eine intellektuelle Lieblosigkeit. He feels some sort of separation because you're not quite including everything. But I couldn't really say, but he said the example that he has a backpack where his name is in it, and if you would be in oneness, you would know what's in his backpack. See, the misconception
is that I am not in oneness. There's no Rick to be in oneness. Oneness just is. See, the idea that there are individuals that know everything, or that somehow the idea of the understanding in the story occurring to one individual, and that individual has special powers or knows things, that's a myth. You know, there are mystical experiences in which it seems very, very clear that the world is one. We're not talking about that. We're not talking about that. That's like the idea that, you know, people can walk through walls. I mean, if everything is one, you know, the people who really seen that. But the misunderstanding is the idea that it happens to an individual. The understanding is that as soon as this happens, so-called happens, the individual is realized to never have been. There's no, you know, where's the wisdom in this room? 99.9% of the time, I'm talking to people about the weather, talking to my wife about what we're going to do for dinner tonight. I talk to my patients about, you know, what they should be doing for their health. 1.1% of the time, I'm talking about this stuff. So where's the wisdom? The wisdom is here. It's not here. It's here. If there are no questions or no context for this kind of talk, it's all the same. The life is no different. Understood? The wisdom is all of this. The wisdom is coming from everywhere. This insight, this oneness is clear because of this. Not here, not because of this. This responds to whatever is. Like I said, if my wife asks me what we're having for dinner tonight, I don't say, well, it's all oneness, it doesn't matter. That gets her really angry if I say something like that. So there are no individuals who are somehow enlightened. The knowing is the understanding, the knowing that there are no individuals. The recognition that there never was an individual to become enlightened. That's the joke of seeking. You're working so hard to get something for yourself because you need it so badly. And as soon as it's gotten, what you got was knowing that you never were in the first place. There was nobody even seeking in the first place. That's the joke. That's why there's laughter about it. And that lightness carries through forever. And it's no different. This is known. If there's a tingling of familiarity to what I'm saying, it's because there's no difference. You are the same oneness that we speak about. You are all there is. Otherwise, you know, this is what draws the apparent individuals into this room. If there was really something that wasn't recognized, it would have nothing, you know. It just wouldn't have anything. But the wisdom is here, not here. In kurz die Einheit. Ich bin nicht in Einheit, sondern die Einheit ist hier. Ich habe nicht die Weisheit, sondern die Weisheit ist hier. Die ist nicht in mir individuell, sondern die existiert, die resoniert. Ich glaube, das war so das Chor von dem letzten. Let's go ahead. I try to ask the question in English. Sometimes I have feelings in my body which are so deep. Sometimes they come just like from nothing. They just come like I don't think, and then it sometimes comes and it's like and it's this point back here, and
sometimes it's because I feel touched with something, or sometimes it's because of music or some frequencies. I don't know what it is. And the question is, are there feelings in my body without this mind? Yeah, you want to say it in German? Gibt es Gefühle in meinem Körper unabhängig von meinen Gedanken? So, all feelings and all thoughts, they just arise. There's also an idea that arises that they are occurring to somebody we call me. And that idea is believed. And that's where all the problems start. You know, the feelings just arise. They come spontaneously. I don't mean feel Sensations. Yes, they come. They come, you know, and sometimes they are associated with the thought that that sensation is occurring to me. You know, that's all it is. It's just a thought. But as soon as that thought is believed, as soon as that thought, like that sensation happened to me, and the whole idea of an individual becomes a belief, a precious belief, then everything flows from that we talked about. All the ideas of that individual is missing something, that individual has to get something from somebody else. I am sad rather than there's just sadness. And all of that is what makes the world complicated. And it's the way it is. It's okay. It's okay. That doesn't have to change. Say it in German. Yeah. And then give Peter something to do. Back in business. Also ich habe halt das Gefühl, also ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich bin es nicht. Ich bin es schon, aber ich bin es auch nicht. Aber es kommt trotzdem. Yeah, feelings arise anyway. Whether sometimes I recognize it's not even me; it's just happening. Yeah, exactly. It always is just happening. That's it. Always. Krebspatienten, Sterbewitz begleitet. Sind die dann näher an der Weisheit oder besteht da eher, konnte er beobachten bisher, dass die einfach beim Übergang ganz nah dran sind? If you accompany patients in the process of dying, do you sense that they are closer to their own wisdom and essence than they used to be? Sometimes. Only sometimes. Sometimes, manchmal. You know, and again, we're talking about memories, you know, and you know what that's all about. But sometimes people seem to be even more scattered and more fearful and more frightened. And sometimes there's a tremendous peace. The peace is usually there at some point, maybe minutes before, certainly at the end, peace is always there. But sometimes months before, there's a deep acceptance and peace. And you never know when it's going to come. I had, this is again still part of the story of Rick, but after I was diagnosed with, my mother was diagnosed with cancer about 5 years before I was. And she was operated on and treated, but when I was diagnosed, about 2 years, a year and a half after that, she developed metastases from the cancer, and it went to her brain, and she was dying. And my mother was a very nervous, very anxious person, always very fearful. And I really had a chance to spend time with her because I had gotten sick and I wasn't able to work, so I had time. And toward the end, she was completely peaceful. And it was a beautiful thing to see. It was a real gift for somebody who was fearful all her life. And I felt very privileged and honored to be able to be with her during that period of time, because it was nice to see that, my mother, who was such a fearful person, became so calm and so accepting. And she just had this sort of sweet smile about her as the end came.
And this was months and months of that. So, but you never know. You never really know. Yes? Mehrere Fragen. Eine ist bezogen auf Gefühle. Wenn ich Dinge fühle, habe ich, so habe ich das richtig verstanden, zwei Möglichkeiten. Ich kann fühlen und sagen, oh, so ist das. Und ich kann sagen, wie fühlt sich das an? Das ist schlecht. Warum habe ich das Gefühl? Habe ich das gemacht? Bin ich vielleicht besonders? Ist es nicht das, was Rick beim oder was Peter sagt, dass ich diese Möglichkeit habe, zu entscheiden, ich denke über mein Gefühl nach oder ich denke es einfach nur ab. There's these two possibilities with feelings that they either arise and you just see this is arising, or you start interpreting it and you start doing inquiring into it and looking what it is and where is it and what is it. Has she understood you right that there's these two ways how to deal with emotions, with feelings? So, there really aren't two ways to deal with it, because there's no way to deal with it, because there's no one to do the dealing. So, eigentlich gibt es da nicht zwei Wege, es gibt eigentlich gar keinen Weg, weil es niemanden gibt, der mit dem umgeht. Also der See, there's no individual to respond or to deal with emotions that are arising. These are arising in no one. Die Gefühle kommen in niemandem. This is the illusion, though. The illusion is that there are emotions that are arising. They seem to be arising in a me, and now what do I do about them? Die Gefühle scheinen in mir hochzukommen, und was mache ich damit? Aber eigentlich passieren die zu niemandem. Because once there's a me, then there's the idea that I have a choice. Wenn ich akzeptiere, dass die mir passieren, dann wäre es leicht zu denken, dass ich dann die Wahl habe. And then the simplicity of what is becomes very complicated. Und dann wird es kompliziert. Genau, das wird so gewöhnlich gemacht. Ich verstehe das. I understand. Aber die meisten, auch ich, sind da nicht. Und versuchen da hinzukommen. But most people are not there to completely accept their feeling, whatever arises in the world, and try to get there. Right. So again, remember I said that this is not a prescription, it's a description. Das ist also keine Verschreibung, das ist nur eine Beschreibung. Ja, aber vielleicht ist es ein Weg zu lernen, ich habe das Gefühl, Genau, aber maybe there is a way through this exchange to learn. Oh, I have this feeling. Maybe I just can look. So that's the precious belief. That belief is so powerful, so strong, that there's an individual who can do something about it. That it doesn't have to be that belief doesn't have to disappear. Dass es da jemanden gibt, ein Individuum gibt, der damit was machen kann, ist der stärkste Glaubenssatz. In fact, that's what seems to create this beautiful, complex world. Und es scheint sogar das zu sein, was die ganze komplexe Welt in Bewegung bringt. I mean, if there weren't that belief, all these beautiful people wouldn't be sitting here. Wenn es den Glauben nicht geben würde, dann würden wir gar nicht hier sitzen. So this belief, this precious belief, it's like, I heard a story once about Ramana Maharshi, and he was saying, there's no one. When you inquire, you keep on inquiring, there's no one. Da habe ich eine Geschichte gehört von Ramana Maharshi, wo er sagt, es gibt niemanden. Und dann schaust du weiter und da ist niemand. Also dieses innere Erforschen.
So somebody at the end of hours of this talk says, yeah, I know all that, but what can I do about it? Ja, ich weiß all das, aber was kann ich denn dazu machen? Aber so ist es, ja. Nicht jeder hat die Gnade, in dieser Situation zu sein. Und der Kopf versteht vielleicht manches. Aber dann trotzdem nicht. Yeah, not everyone has that grace and wants to, also wherever you want to kind of learn to imbibe that into your life. Well, it's a long, hard road. You better start now. It's the paradox. It's so fascinating because this paradox has no solution. It's the ultimate Zen koan. Yeah. How can an individual lose the sense of individuality? That's the ultimate Zen koan. There's no solution to it. And obviously the solution is in the complete and utter surrender and frustration and the recognition that it can't be done. And then there's no answer to that. There's absolutely no answer. But in that recognition, there's nobody asking questions either. So ein Pech. Meine Tochter hat gesagt, Mama, komm, erleuchtet zurück. Was mache ich jetzt? My daughter told me, come on, enlighten me back. And she doesn't know how to do it. Yes. Yes. Rick, gibt es deine Kinder, deine Frau, deine Kinder, die Freunde, verstehen dich mit deiner Lebensphilosophie? Does your wife and your children, do they understand your way of life and philosophy? No, I think they have their own thing that they're more interested in. Die haben so ihre eigene Betrachtungsweise. My wife's in the background, but she wouldn't even be here except she's stuck because we came here by cab and we have to go back together. And my children, my children are interested in what most children are interested in these days. Just earning a living, starting a family, taking care of their kids. And there's absolutely no need for them to be interested in this. And that's, it's completely okay. It's really fine. And all your friends? Your friends? My friends? No. Actually, this is the only time I get a chance to talk about this stuff. Except there's a group of people, a small group of people around near me, within a couple of hours drive. They call, one person in that group calls me or emails me every month or so and asks if I have time to do satsang. So, a dozen people or 20 people will come to my house and I sit with them and talk about this stuff. But, literally, this is it. Otherwise, there's never really any opportunity or need to talk about it. That's why I say, where's the wisdom? The wisdom comes from that setting. When people come together, that's the wisdom. I don't know anything more about the weather than anybody else. So when somebody asks me about the weather, I don't know. Right? But this is just, this flows in this kind of setting. That's all. But the rest of the world is just as good. There's love in seeing my patients. There's love with my family. I love my car. I love my dog. The same love. It's the same love. It has nothing to do with seeking and awakening. It's just this recognition that it's all oneness. So the love is always there. Ich habe viele Freunde, Menschen, die ich begegne, die würden verstehen, dass ich bei der Lebensphilosophie, weil sie machen sowas,
was ich glaube oder was ich lese zum Beispiel, kann ich gar nicht diskutieren. Also ich glaube es nicht, aber ich weiß, wie man mit dem umgeht. I have many friends that wouldn't even have a clue about my ideas of life philosophy, and they wouldn't even understand it. And how would you deal with that? There's nothing to deal with. You know, if they're your friends and you like being with them, and there are other things to talk about, that's fine. There's no particular drive or need to express this. When this first shift first seemed to happen, there seemed to be, like I had to shake people. Don't you see? I mean, look, open your eyes, it's unbelievable. But now it's gone. That's not, it's become so clear that life is exactly the way it's supposed to be. There's no need to change anything. And yet, you know, the part of my life that I seem to have an impact on, like my family, so, you know, those things happen, you know, in my work as a doctor. I make efforts, apparent efforts, to change another person, to get them healthy. But there's just this seeing that it's all okay. So when I talk to my friends, it's about other things, you know. When I talk to my wife, it's about other things. Mostly we talk about our family, about the kids, what they're doing, you know. My daughter is moving away 3,000 miles with our 2 grandchildren. So, you know, most of it's pretty depressing now, we think about it. But, you know, that's what life is. That's what life is. And it's all the same, though. It's all love. This expression of love that arises in this room is the same expression that you have with your friends. It's not always as clear. It's not always as obvious. But it's the same oneness. There's nothing more spiritual about this conversation than about, you know, talking to your daughter or, you know, talking to your friends. Well, I think it's 5:30. Time really flies, especially if we don't believe there's any time. Thank you all for coming.